Niemand kann euch sagen, wie ihr euch fühlt. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Warum, komme ich gleich noch drauf? Schauen wir uns erstmal an, woher kommt das, dass wir glauben, dass andere besser wissen als wir, was wir fühlen, wie wir uns zu fühlen haben. Das beginnt natürlich, wer hätte es gedacht, in der Kindheit. Die meisten von uns werden groß mit Caretaker. Ich nenne die so, weil damit meine ich alle, von genetischen Eltern, Stiefvater, Mutter, Adoptiveltern, Großeltern, Oma, Opas, Vormünder, Erziehungsberechtigte. Die Bürokratie hat ja viele Namen für. Und ich nenne quasi die alle übergreifend Caretaker. Vielleicht wart ihr das auch selbst, weil ihr früh lernen musstet, selbst für euch Verantwortung zu übernehmen. Egal wer das in eurer Kindheit war, wir lernen von klein auf, wie wir uns zu fühlen haben. Jemand sagt, wegen sowas brauchst du doch keine Angst haben. Was heulst denn jetzt deswegen? Brauchst jetzt gar nicht so pampig sein, nur genervt. Wir kriegen also immer wieder suggeriert, hey, das, was du fühlst, ist nicht wahr. Das nennt sich invalidieren. Ich mag das Wort ganz gerne, invalidieren. Es werden eure Gefühle invalidiert, weil ihr quasi ja keinerlei Beweise habt. In unserer denkenden Welt, materiellen Welt, werden gern diese physischen Beweise gewollt. Und für Fühlen gibt es keine physischen Beweise. Es ist mein eigenes subjektives Empfinden, wie ich fühle. Ob ich mich über etwas ärgere oder über mich etwas freue, wenn ich Angst habe, das ist meins. Aber wir lernen von klein auf, kriegen wir immer wieder mitgeteilt, zumindest die meisten von uns, wie wir uns zu fühlen haben. Erst sind es die Caretaker, dann kommen vielleicht Freunde hinzu, meistens sind es aber eher Autoritätspersonen, so wie Lehrer, später sind es vielleicht Psychotherapeuten oder Ärzte, die uns immer wieder erzählen, was wir zu fühlen haben und wie wir uns zu fühlen haben. Und wir auch bereit sind, das zu glauben, weil viele von uns gelernt haben, das, was ich fühle, das ist so schwammig und weiß mal auch nicht so genau. Und wir sind froh, wenn uns jemand im Außen eigentlich sagt, wie wir uns zu fühlen haben. Als Beispiel, ich habe eine Zeit lang Medikamente genommen und hatte da ein Tremor entwickelt, es war eine Nebenwirkung, das war ein unwillkürliches Zittern der Hände. Ja, das heißt, alles, was ich angefasst habe, hatte ich immer dieses Zittern. Und bin eben zum Arzt und habe gesagt, mir das Gefühl ist sehr unangenehm und ich finde es auch unangenehm, dass die Leute das beobachten, wie ich zittere. Das hat so was Unsicheres und so was Krankhaftes. Und der Test ist, haben verschiedene Ärzte mit mir gemacht, man muss die Hände ausstrecken und dann wird ein Blatt Papier draufgelegt, DIN A4-Blatt, und wenn das oben liegen bleibt, während man zittert, ist der Tremor nicht so schlimm. Und das habe ich auch geglaubt, das war meine Wahrheit. Okay, wow, wenn der Arzt es sagt, es ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm. Das hat was Beruhigendes, das hat was unglaublich Beruhigendes. Aber in Wirklichkeit ist das dieses Invalidieren, wovon ich eben schon gesprochen habe, nämlich, dass eure Gefühle nicht ernst und nicht für wahrgenommen werden. Weil der Tremor war weiterhin unangenehm. Es hat daran nichts geändert, dass ich diesen Tremor als unangenehm empfand. Aber für die Ärzte war das ja nicht so schlimm, weil für Max Mustermann ist dieser Tremor ja auch nicht schlimm. Dann kann ich nicht ankommen und sagen, hey, ich finde das voll unangenehm. Und so lernen wir quasi unser ganzes Leben. Wir sind froh darum, wenn wir eine Bestätigung unserer Gefühle bekommen oder eben eine andere Bestätigung, lernen wir, dass andere es eigentlich besser wissen, als wir, was wir fühlen. Und jetzt verrate ich euch, aber niemand kann wissen, was ihr fühlt. Nur ihr könnt das wissen. Nur ihr seid in euch drin. Nur ihr seid in eurem Körper, in eurem Kopf, in eurem gesamten Organismus, in eurem Erleben der Welt. Und somit könnt nur ihr wissen, was ihr fühlt. Selbst wenn jemand tagtäglich neben euch sitzt, euer Händchen hält,
kann dir niemals sagen, wie ihr euer Leben erfahrt und erlebt. Nur ihr könnt das. Mit eurem Bewusstsein. Und deswegen ist es Fluch und Segen zugleich. Der Segen ist, ich habe meine Wahrheit gefunden. Und meine Wahrheit ist, ich bin jetzt wütend oder ich freue mich jetzt oder ich habe jetzt Angst. Und das ist meine Wahrheit. Und die kann mir niemand im Außen wegnehmen. Fluch ist, A, stellt ihr euch gegen eine Gesellschaft, die das anders suggeriert und es anders lehrt. Und B, bedeutet es Verantwortung übernehmen. Verantwortung für eure Gefühle. Das kann auch niemand anderes. In dem Moment, in dem ihr euch bewusst werdet, was ihr fühlt, wie ihr fühlt und dass nur ihr das fühlen könnt, niemand im Außen kann das fühlen, nur ihr alleine, übernehmt ihr auch die Verantwortung für eure Gefühle. Ihr habt die Verantwortung, wie ihr euch fühlt. Ihr habt die Verantwortung, wie ihr mit diesen Gefühlen umgeht. Lebt ihr sie aus oder nicht? Wollt ihr sie kontrollieren oder lasst ihr ihnen freien Lauf? Wollt ihr sie fühlen oder lieber wegdrücken? Und ihr habt die Wahl. Weil niemand kann für euch fühlen und niemand kann wissen, was ihr fühlt. Nur ihr alleine. Und somit ist der Schlüssel zum erlebten Fühlen, sich bewusst zu werden über die eigenen Gefühle, sich bewusst zu werden, was fühle ich eigentlich gerade und was passiert mit mir und meinem Organismus, wenn ich das fühle. Und somit ist es an euch, dieses Erleben, wenn ihr wollt, zu ändern oder eben nicht. Oder ihr trefft die Wahl zu sagen, nee, ich möchte weiterhin so weitermachen. Und auch das ist okay. Aber in dem Moment, wo ihr euch bewusst darüber werdet, dass niemand wissen kann, was ihr fühlt, nur ihr alleine, könnt ihr eine Wahl treffen. Und dann habt ihr die Wahl. Nutzt diese Wahl. Mein Name ist Johanna und wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich würde gerne der Welt das Gefühlefühlen näher bringen und bewusst machen, dass seit Jahrzehnten und Jahrhunderten Gefühle unterdrückt wurden, die aber eine Daseinsberechtigung haben. Und das geht nur, wenn wir das gemeinsam machen, wenn ihr den Kanal abonniert, ein Like da lässt. Und dann würde es mich interessieren, ob ihr es auch so wahrnehmt wie ich, dass Gefühle oft vom Außen unterdrückt wurden oder invalidiert wurden. Und ob ihr Erfahrungen damit gemacht habt. Schreibt mir in die Kommentare, ich bin gespannt. Danke euch.